Gebackenes Eis aus der Heißluftfritteuse. Ja, jeder spricht darüber, seitdem er das gesehen und gehört hat. Und möchte auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Ja, und ich habe so lange gedüftet und probiert und geschaut, wie ich das am besten für dich zubereiten kann, damit du das auch ganz einfach nachmachen kannst. Ich zeige dir wieder Tipps und Tricks, wie ich es gemacht habe. Jetzt freue dich auf ein wunderbares, leckeres Eis aus der Heißluftfritteuse. Ich habe jetzt hier Tüten, die ich mir jetzt klein schneide, weil die brauche ich dann nachher. Also ich trenne das jetzt gerade so, dass ich im Prinzip für 4 Eisbällchen, weil 4 Eisbällchen möchte ich machen, dass ich für 4 Eisbällchen so eine Hülle habe, wo ich die dann drin einwickeln kann. Aber das siehst du nachher noch ganz genau, wie ich das mache. Dann habe ich jetzt so einen Eisportionierer hier, mit dem tue ich erstmal die Oberschicht von der Schokolade etwas runter, weil ich hatte jetzt nicht dran gedacht, dass da noch so ein paar Raspel oben drüber mit sind. Die wollte ich eigentlich nicht unbedingt in dem Eis mit haben. Aber kauf ganz normales Schokoeis oder Vanilleeis. Also kein Wassereis. Wassereis würde ich nicht empfehlen. Das wird dann nachher vielleicht nur total klumpig und nicht so ideal, nicht so schön cremig. Aber dieses Schokoeis, was ich jetzt hier habe, das hat sich ganz gut dafür geeignet. Ja, das hole ich jetzt hier mit so einem Eisportionierer raus und versuche das zu einer runden Kugel etwas zu formen. Dafür habe ich auch die Handschuhe angezogen, weil die Hände sind doch warm und das fängt ja an zu schmelzen. Und so forme ich jetzt so eine kleinen Eiskügelchen. Und diese Eiskügelchen kommen jetzt in meine Tüte, besser gesagt in meine Folie, die ich vorbereitet habe. Und dann kann ich das ja wunderbar oben abdrehen. Und so wie ich das jetzt hier abdrehe, so zu so einer kleinen Kugel, so kommt das jetzt in den Gefrierschrank. Und das mache ich jetzt mit allen 4 Bällchen so. Und da scrolle ich jetzt mal schneller weiter vor, weil das musst du jetzt nicht Schritt für Schritt nochmal einzeln dir ansehen. Ja, und los geht es schon. Ich habe jetzt hier Biskuitböden, 3 Stück, die zusammen sind. Und die schneide ich jetzt mit dem Messer, trenne ich die leicht auseinander, sodass ich 3 einzelne Biskuitböden zum Schluss habe. So, geschafft. Den einen Boden brauche ich und die anderen beiden, die lege ich jetzt beiseite. Jetzt habe ich mir so eine Glasschale hier geholt. Das ist eine ganz normale Tasse oder Glas. Und da stehe ich entsprechend aus. Und hier habe ich jetzt kalten Kaffee. Den Kaffee habe ich vorher gekocht in meiner Kaffeemaschine, habe den kalt werden lassen. Und diese Biskuitstücke, die tauche ich jetzt in den Kaffee entsprechend ein. Aber erstmal muss so das Glas wieder rauskommen. So, ich habe mir so ein kleines Helferchen geholt und damit habe ich das jetzt rausgeholt und in den Kaffee, den Biskuit eingelegt. Und den nächsten steche ich jetzt aus. Natürlich brauche ich auch hier wieder mein Helferchen, um den Biskuit aus dem Glas rauszubekommen. So, und jetzt merke ich gleich, das Biskuit ist doch ziemlich weich geworden. Also ich darf den jetzt gar nicht so lange da drinnen liegen lassen in dem Kaffee, sondern nur kurz in den Kaffee wälzen von beiden Seiten. Und dann kann ich ihn schon beiseite legen. Denn das sind jetzt die Vorbereitungen für mein Eis. Ja, insgesamt möchte ich 4 Eisbällchen machen. Das bedeutet, dass ich jetzt 8 so eine Stücke aus dem Biskuitboden rausstechen muss. Und da spule ich jetzt schneller vor, weil da musst du jetzt nicht zugucken, wenn ich die 8 einzeln aussteche und dann in dem Kaffeewasser drinne tränke. Ja, und so habe ich jetzt hier also ein Bällchen nach dem anderen fertig gemacht. Also immer den Biskuit in den Kaffee eingetunkt und das Ganze entsprechend dann nachher hier wieder in die Folie eingepackt. So, am nächsten Tag geht es weiter. Jetzt habe ich mir eine größere Form besorgt. Du siehst jetzt, das war die erste und die zweite ist etwas größer. Weil mein Bällchen ist hier jetzt auch schon etwas größer geworden, also brauche ich auch eine größere Hülle drumherum. Und die lege ich mir für meine 4 Eiskugeln entsprechend jetzt hier auch 8 Hüllen aus dem Biskuit hier wieder aus. Und da scrolle ich jetzt auch mal schneller wieder vor. Also hier habe ich jetzt wieder Kaffee mehr kalten, frisch gekocht. Habe mein Biskuit
den ich jetzt hier wieder drin tränke. Und wie gesagt, sind nicht mehr so lange, kürzer, das habe ich gelernt. Und du siehst, mein Bällchen ist auch schon einiges größer geworden. Ich hätte vielleicht sogar noch etwas größer das ausstechen können, aber es hat doch gelangt. Also jetzt sauge ich den wieder etwas gut voll. Und es kommt um mein Bällchen, mein Eisbällchen rundherum. Und das drücke ich jetzt mit den Händen so richtig schön gut zusammen, sodass du siehst, dass es rundherum, also gut mit der Masse umschlossen ist. Damit das Eis also nicht irgendwo an der Seite rauskommen kann. Deswegen schau dir es genau an, das ist ganz wichtig, dass das ringsherum gut verschlossen ist. Ja, und das mache ich jetzt mit meinen restlichen 4 Bällchen, pack die wieder ein und sie kommen wieder in den Gefrierschrank. Das Ganze ist im Prinzip 2 Durchgänge, einmal direkt über die Eiskugel und einmal über das erste Mal mit den Biskuitschalen. So, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, nachdem ich gemerkt habe, mein Kaffee langt mir nicht. Ich kann ja auch mal das Ganze mit Amaretto probieren. Und habe jetzt hier Amaretto in das Schälchen reingetan. Aber du kannst anstelle von Amaretto kannst du auch anderes nehmen. Du kannst auch Kakao dir zubereiten und den Kakao da reinnehmen und damit entsprechend das Ganze jetzt trinken. Also wieder den Biskuitboden in die Amaretto-Masse jetzt hier rein. Das etwas vollsaugen lassen, den Biskuitboden. Und wie du das schon kennst, das Bällchen damit jetzt auch wieder umhüllen. Ja, und das habe ich jetzt mit meinen restlichen Eisbällchen noch gemacht. Und auch das kommt jetzt so wieder in den Kühlschrank, also in den Gefrierschrank. Weil das muss richtig gut durchfrieren. Weil das muss ja in der Heißluftfritteuse dann nachher eine feste Masse geben. Und es darf sich ja nicht auflösen, dass dann nachher ja, die Schokolade, das Eis, besser gesagt, rausschmilzt. Und ehrlich gesagt hatte ich dann nachher etwas Bedenken, nachdem ich das mit den Amaretto gemacht habe, habe ich gedacht, oh, hoffentlich war das jetzt kein Fehler, dass sie das Eis, oder besser gesagt, das Bällchen gar nicht gefriert, weil Alkohol friert ja nicht so einfach. Aber du wirst sehen, es hat geklappt. So, der Biskuitboden, der übrig geblieben war, den hatte ich in die Heißluftfritteuse, die Stückchen reingetan. Dann hatte die für ein paar Minuten da entsprechend drin frittiert. Das waren jetzt bei 200 Grad, ich glaube 2-3 Minuten. Da kannst du jetzt gucken, wie du das auch von dem Bräunungsgrad, von dem Knusprigen her haben möchtest. Dementsprechend, so lange kannst du es entsprechend da drin jetzt in der Heißluftfritteuse frittieren. So, die frittierte Masse, also dieser Biskuitboden, der kommt jetzt hier in so einen Beutel rein. Bei dem muss ich jetzt entsprechend verkleinern. Den möchte ich nämlich jetzt als Streuselmasse im Finalen außen ringsrum bringen. Das geht ganz gut mit so einem Beutel jetzt hier, wie du siehst. Also ich habe das erstmal etwas grob klein. Also ich habe das jetzt erstmal etwas grob klein gedrückt. Jetzt habe ich hier so ein kleines Nudelholz und mit dem mache ich jetzt den Rest noch so. Du siehst, es klappt wunderbar mit dem Nudelholz, dass ich das jetzt auch ganz klein bekomme, so wie ich jetzt das für meinen finalen Tag brauche. So, fast geschafft. Ich habe mir gedacht, ich kann noch etwas Kokosnuss dazu packen, das Ganze mit untermischen. Und das siehst du jetzt hier entsprechend, wie ich den jetzt da noch rein mit verteile. Ja, weiter geht's, dass ich mir jetzt hier ein Ei geholt habe und das Ei wird jetzt hier aufgeschlagen, in diese Schale reinkommt. Da schlage ich jetzt richtig kräftig gut auf. Jetzt habe ich hier meine, doch wie du siehst, schon richtig schönen großen Eiskugelchen. Die werden jetzt hier in diesem Ei gewälzt. Richtig ringsrum gut, damit das Ei wirklich von allen Seiten richtig gut an dem Bällchen dran ist. Und dann, so wie du Schnitzel panierst,
So habe ich jetzt hier auch diese Bällchen da drin richtig schön paniert und habe das Ganze entsprechend jetzt hier nochmal etwas angedrückt, also dass die Knuspermasse richtig außen ringsrum schön dran ist. Ja, das kommt jetzt beiseite und das Ganze mache ich jetzt mit den restlichen 4 Bällchen auch. So, alle 4 Bällchen sind fertig. Jetzt kommen sie noch mal kurz in eine Tüte rein. Da muss ich es aber nicht mehr einzeln abbinden, sondern sie kommen so grob. 2 Bällchen habe ich immer je in eine Tüte reingetan. Und die kommen jetzt noch mal in den Gefrierer. Denn der nächste Schritt ist wirklich unser Finaltag. So, alles vorbereitet für den Finaltag. Ich habe hier meine Bällchen und die ersten 2 kommen heute in die Heißluftfritteuse. Die anderen beiden hebe ich noch auf für später, für einen anderen Tag, weil das ist jetzt super. Du kannst dieses, es ist zwar am Anfang etwas aufwendig, aber du kannst das wunderbar ja, vorbereiten und kannst das dann am Tag, wenn du Gäste hast, gerade für 4 Minuten bei 200 Grad in die Heißluftfritteuse backen. Aber das zeige ich dir jetzt auch noch mal ganz genau, wie das funktioniert. Ja, und wenn dir meine Videos gefallen, was ich jetzt hier mache, dann gerne Daumen hoch, ein Abo dalassen oder teile das Video auch ganz gerne, damit auch andere erfahren und das so lecker nachkochen, nachbrutzeln können. Weil in meinen Videos habe ich immer viele Tipps und Tricks. Ja, und das hilft dir und auch anderen. So, ich habe jetzt auch die Heißluftfritteuse auf 200 Grad eingestellt und habe die gut vorheizen lassen. Und die Cosori hatte ich in diesem Fall genommen. Die hat so eine Vorheizfunktion. Da waren das dann 4 Minuten, die ich vorgeheizt hatte. Jetzt ist es so weit, dass diese Bällchen in die Heißluftfritteuse kommen. Ich zeige dir jetzt hier, wie die in die Heißluftfritteuse dann drinnen liegen. Gleich wieder rein und schnell wieder einschalten. Weil das Vorheizen ist jetzt ganz wichtig. Ich will hier gleich, dass sich gleich die Poren das entsprechend schließt und das gleich von außen knusprig wird und nicht erst noch eine Vorheizphase ist und dann dauert das zu lange und dann könnte das Eis und drinnen schmilzen. Geschafft und ich hole das erste Bällchen aus der Heißluftfritteuse raus und das zweite auch. Und du kannst schon mal sehen, wie super die aussehen. Sie sind ganz fest, sie sind nicht irgendwo auf einer Stelle aufgeplatzt oder dergleichen. Ja, und so neugierig wie ich bin, schneide ich das jetzt auch gleich mal an, damit ich dir zeigen kann, dass das Eis da drinnen noch wirklich richtig fest ist. Ja, und an der Seite nebenan, was du da stehen siehst, das ist eine Erdbeermarmelade. Und diese Erdbeermarmelade hatte ich auch in der Heißluftfritteuse gemacht. Dieses Video werde ich dir jetzt hier unten drunter auch noch mit verlinken. Weil auch Marmelade kann man wunderbar in der Heißluftfritteuse zubereiten. Auf jeden Fall der Speedy eignet sich da super dazu. Ja, und ein klein bisschen Sahne wollte ich auch noch dazu haben. Fertig ist das Finalessen. Also ein super Nachtisch, super einfach und schnell gemacht. Und deine Gäste werden ganz begeistert sein, was du da gezaubert hast. Ja, und mein abschließender Tipp ist, bereite ruhig ein Bällchen mehr vor. Die Vorbereitung ist etwas mehr Arbeit, aber am Finaltag, wenn du dann unverhofft mal Gäste bekommst, dann kannst du sagen, ey, ich habe was ganz Tolles für euch oder für dich. Machst deinen Gefrierschrank auf, knallst 2, 3 Bällchen, je nachdem wie viel du brauchst. Gerade in die Heißluftfritteuse, 4 Minuten, 200 Grad. Und du hast einen Nachtisch, die staunen alle, die werden sagen, wow, wie hast du das gemacht? Und das ist wirklich sowas von lecker. Das wirst du garantiert öfters machen. Ja, wie gesagt, die Vorarbeit ist etwas mehr, aber es lohnt sich auf alle Fälle. So, das war's für heute und wenn dir meine Videos gefallen, lass doch ein Abo da, Daumen hoch, einen Kommentar, darüber freue ich mich auch sehr. Und jetzt lass es dir wunderbar schmecken. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.